Da seid ihr. Gut, kommt mal rein. Was ist passiert? Es war grauenhaft. Wir haben einen Schneeleoparden beschaffenen Frauen belauscht. Und danach wollte uns jemand foltern in einer Folterkammer. Und in dieser Folterkammer, dort waren richtig schlimme Geräte, mit denen man foltern konnte. Und danach war da noch ein Chemielabor. Und dann sind wir dort rausgekommen und dann... Eugen, beruhige dich mal bitte. Ich verstehe gar nichts von dem, was du gerade sagst. Konstantin, könntest du bitte erzählen, was er meint? Der Pinguin sagt schon alles richtig, Super Primatus. Was? Wie hast du mich gerade genannt? Mario, wovon reden Sie? Keine Ahnung, also mir haben sie auch nichts erzählt. Du hast ganz schön was angestellt, Chef. Also, erzähl mir bitte jetzt alles von Anfang an. Du bist nicht nur dir in den Träumen erschienen, Chef. Wir erzählen alles. Sehr gut, dann erzählt nur. Was genau? Alles, Kätzchen. Alles. Also, ich wurde in eine Familie von Leuchtturmwärtern geboren. Und, aber der ist jetzt außer Betrieb. Wer? Der Wärter? Nee, der Leuchtturm. Aber wir haben ihn immer alle bewacht irgendwie, außer ich. Ich war immer krank. Feuchtigkeit? Das hat der Arzt auch gesagt. Was geht hier vor? Ja, du wolltest, dass ich alles erzähle, darum habe ich mit meiner Kindheit angefangen. Zu dir kehre ich gleich noch zurück. Jetzt mal zu dem Pinguin. Ich wurde auch bei den Leuchtturmwärtern geboren. Nein, bei den Antarktiswärtern. Nee, nur in der Antarktis. Es ist mir schnurzegal, wo ihr geboren seid. Was habt ihr in den Lager getan? Ja, wir sind Archäologen und wir haben zwischen den ganzen Schriftrollen und Dokumenten und dem Staub und allem, haben wir einfach nach interessanten Dingen gesucht. Sie kennen doch, wir arbeiten übrigens mit Benjamin Maulwurf zusammen. Sie kennen ihn doch bestimmt. Aber bedenken Sie, dass er ein Waschbär ist. Na und? Ich wollte nur helfen. Das ist richtig. Ihr werdet mir helfen, indem ihr mir jetzt alles darüber erzählt, was ihr in den Lager gehört habt. Absolut nichts. Also wollt ihr das nicht selbst sagen. Nun werden uns die Verwalter helfen. Nein, ich kann jetzt nicht. Man wartet auf mich zum Beten. Dann gehen Sie doch. Wir werden sie halt ohne Sie foltern. Nein, ich will auch foltern. Ach du meine Güte, wüssten Sie, wie Sie mich nerven? Na los, dann gehen wir. Und ihr bleibt hier. Zu euch gehen wir noch gleich zurück. Ja, wo sollen wir sonst noch hingehen? Tja. Kalt hier, ne? Ja, schon ein bisschen warm. Ey, kannst du mich auch loswinden? Nee. Ich warte aber noch ein bisschen.
Okay, komm. Ah, endlich frei. Endlich frei. So, was hältst du denn von Folter? Ich mag keine Folter. Ich auch nicht. Hey, das wird doch Ulysses gefallen, oder? Also, nicht, dass wir gefoltert werden, aber dass wir uns einig sind, endlich mal. Ja. Aber vielleicht benutzen sie schon das Abschreckungsmittel auf uns. Das, was sie hier schon gemacht haben, bin ich schon abgeschreckt genug. Aber wirklich, ich habe auch schon mal sowas gelesen. Was genau? Dass die Figuren eine ähnliche Situation sind und an einem ähnlichen Ort. Und wie sind sie wieder rausgekommen? Naja, ein Freund rettet ihn. Ja, toll. Ihr Sünder, eure Sünden sind so schwer, dass... Haben wir Täuschung wegen dem Abschreckungsmittel? Beide gleichzeitig? Unwahrscheinlich. Mario? Ja, das bin ich. Was machst du hier? Ich rette euch. Ha! Siehst du? Das Verfahren ist doch echt. Welches Verfahren? Nee, ich meine, was machst du hier in der Burg? Ich spioniere euch nach. Warum tust du das? Weißt du, wie fies das ist? Also eigentlich hilft es uns doch gerade im Moment, oder? Ja, gut, Mario, gut. Mach weiter so. Nehmt das, wir müssen weg. Du Konstantin? Ja. Dieser Bruder Niemand, der ist doch ein Schneegott mit Leopard, oder? In Leopard, die sind doch schon längst ausgestorben. Die Ansprüche, nicht zu mir. Bietet. Oh guter und einziger Superprimat, bitte besinne mich, und du einziger und, Wir danken dir für das Brot auf dem Tisch, für das Wasser im Fluss, für die Sonne am Himmel und für dein Ankommen. Gratias vos ago sanctus superprimatus, gloria mundi, ave, ave. wow. Wir müssen weiter runter. Es gibt hier nicht nur ein geheimes unterirdisches Stockwerk, sondern 7. Ach so. Woher weißt du diese Wörter? Welche? Dieses Glorias Amundi. Ich habe die mal irgendwo gehört. Ich wusste jetzt, dass ich sie benutzen muss, aber ich weiß nicht, was sie bedeuten. Außer Superprimatus. Das weiß ich auch. Ich auch. Fluxus solissus. Was? Okay, 2. Stock. Hier müssen wir raus. Hört ihr das? Was? Das Surren. Ja, hinter der Tür. Ist hier jemand? Oh, das seid ihr. Ich habe euch heute gar nicht erwartet. Wann haben Sie uns denn erwartet? In einem halben Jahr. Naja, wisst ihr, wir dachten, es wäre besser, wenn wir jetzt schon kommen. Ja, natürlich. Ihr dort oben wisst bestimmt besser, wann man eine Inspektion durchführen muss. Ja, das wissen wir besser. Ausgezeichnet. Aber Sie sind doch nicht Bruder Babuin, nicht wahr? Nein, Bruder Babuin konnte heute leider nicht kommen. Er und seine Heiligkeit müssen 300.547 Interessierte darauf vorbereiten, dass der Superprimat ankommt. Sie viel Arbeit, wissen Sie. Oha, und wer seid ihr? Ich bin Bruder Lucifer, das ist Bruder Belzebul, Bruder Azazel. Also über mich wisst ihr ja bestimmt Bescheid. Ich bin Bruder Benedikt. Man nennt mich außerdem auch der verrückte Souvenir. Nun können wir die Inspektion starten. Nun, Haben Sie hier irgendwo eine Evakuationsmaschine?
Ja, ich habe so eine Maschine. Dürfte ich wissen, warum Sie so ausgerechnet so eine Maschine interessiert? Wie lange waren Sie denn schon nicht mehr oben? Keine Ahnung. Gefühlt Ewigkeiten. Also es ist ein Krieg ausgebrochen, deshalb brauchen wir eine Evakuationsmaschine, um die friedlichen Bewohner zu retten. Okay, dann kommt mit. Ich habe eine Frage. Wieso heißt diese Maschine der Auflöser der Feinde 24? Gab es da davor 23 Exemplare vorher? Nein, aber meine Lieblingszahl ist 23. Als ich diese Maschine gebaut habe, nannte ich sie der Auflöser 23, aber sie ist explodiert. Deshalb habe ich eine neue gebaut mit der Nummer 24. Sehr interessant. Und jetzt zu der Evakuationsmaschine. Und wie funktioniert sie? Diese, Ja. wie gesagt, sie löst Feinde auf. Wie? Einfach so, in der Luft. Und was, wenn dort kein Feind ist, sondern jemand anderes? Ja, aber für diesen Fall habe ich alles durchdacht. Hier sehen Sie das Schild der Auflöser des Nichtfeindes und der Auflöser des Freundes und der Auflöser des keine Ahnung wählen. Man muss alles nur austauschen, dann passt alles. Schlau. Aber können wir jetzt wissen zur Evakuationsmaschine? Das ist die Evakuationsmaschine. Man braucht eine gute Vorbereitung. Dabei hilft die Anleitung nicht besonders. Vielleicht zeigen Sie uns. Achtung! Alle bitte achten! In die Burg sind Spione eingedrungen. Das ist ein Kater, ein Pinguin und möglicherweise ein Koala. Sie sind überaus gefährlich. Haltet sie auf! Im Namen des Superprimaten! Das würde ich Ihnen nicht raten. Sie haben doch gehört, wir sind überaus gefährlich. Verstanden. Das nützt nichts. Kommt, wir müssen so schnell wie möglich weg von hier. Aber wie? Wir wissen gar nicht, wie das funktioniert. Müssen wir da irgendwie das blaue Schiebeding ziehen oder Knöpfe drücken oder irgendwie ein Eisenteil bewegen oder ein Oval drehen? Wir wissen es nicht. Wie soll ich wegkommen? Wir haben keine andere Wahl, oder? Um diese Maschine zu starten, müssen Sie an dem blauen Zeug ziehen, das ovale Ding drehen, während Sie auf das Eisengedöns drücken. Und ihr dachtet, wir verstehen das nicht. Das ist doch für die Sektanten gedacht. Jetzt drücken Sie das silberne Kringeldings bis zum Geht nicht mehr rein und drehen Sie an dem kleinen Rädchen. Danach sind leer, sind wohl nur zur Solidität da. Und das ist trotzdem keine Burg!
play, 'cause I got what you need to come and see and take a ride and take it to the other side. Wir geben alles zu. Wer? Der Wärter? Nee, das Pferd. Erhebe dich aus den Tiefen und steige hinauf. Weiter, meine Freunde.